Alrighty then und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Shakes and Fidget mit meinem Basti. Und das Wochenende war sehr interessant. Wir hatten wirklich an 2 Tagen oder Nächten einen Livestream mehr oder weniger und wir waren dann auch im Dorsa Discord mit Dorsa, mit Gorgos, Charlie, Capso und Chase waren auch einmal dabei. Es war ziemlich nice. Wir haben da sehr viel getalkt, den EU18-Server-Start so ein bisschen mitgenommen und dann auch noch ein bisschen Scribble.io gespielt und so. Das waren coole Erlebnisse, die ich ja nicht so häufig mitnehmen kann, aus Zeitgründen. Und tatsächlich hat es auch dazu geführt, dass ich überhaupt kein Video gemacht habe, weil ansonsten, sage ich mal, das waren so die Zeitfenster, die ich gehabt hätte, um Videos zu produzieren, habe ich dann halt nicht gemacht. Und ich möchte jetzt gerade mal reingehen in dieses Video von heute. Montag seht ihr das bezüglich des Elevator, einfach so einen kleinen Zwischenstand, ja. Auf den Servern, wo ich unterwegs bin, auf EU17 fangen wir mal an. Da sind wir jetzt bei die Roffelbande. Da gab es ein Problem, dass irgendwie ein Gildenoffizier kurz vor Beginn des Elevators, glaube ich, oder zum Server, also am Freitag muss es gewesen sein, tatsächlich irgendwie alle Leute gekickt hat. Dann mussten die Leute wieder neu zurückkommen und so. Das war ein bisschen doof. Ich habe jetzt auch nicht so richtig den Überblick, ob jetzt Spieler, die vorher in der Gilde drin waren, überhaupt auch wieder dabei sind. Also ich werde hier jetzt zwar auch ein bisschen Elevator spielen, aber jetzt nicht in allen Servern. Hier fange ich jetzt gerade mal an, weil ich Schoki hatte, dass wir da mal reingehen. Ich will mir bloß mal die Zwischenstände eigentlich angucken, aber jetzt sammle ich doch nochmal Schokolade. Na gut, ich habe goldene Schokolade bekommen, ja, auf dem Server. Den Char spiele ich ja nicht mehr so wirklich, aber hier halte ich mich, ja, Doledus wird mich wahrscheinlich überholen, wenn er wieder voll rangeht, ansonsten halte ich mich hier oben. 544 Held-Token, 544.000 Held-Tokens haben wir jetzt und sind damit hier bei der Roffelbande so Top 30. Also Top 30 war so das, was ich so im Kopf hatte, ob das halt machbar ist für die Gilde, weil die halt auch in dem Rangbereich unterwegs waren. Und im Moment sieht es demnach aus. Es war, wie gesagt, trotzdem ein blöder Start, glaube ich. Also es sind wieder auch 50 Leute dabei, aber ich ich kann halt echt nicht einschätzen, ob dann Leute eben doch weggefallen sind. Also vom Rang sind wir sogar 44. Hier im Moment auf dem Server dahingehend ist die helle Wiederplatzierung besser. Klar, ich pilze ja da auch ein bisschen rein, ne? Das steht vielleicht ein bisschen über dem Ganzen, aber im Prinzip könnte ich wahrscheinlich, naja, 120. Etage war schon heftig irgendwie, da müsste ich über andere Boni gehen, vielleicht käme ich noch ein bisschen höher, aber ja, ist halt so im Moment. Also die helle Tech Points kommen ja noch dazu, soweit das finalisiert ist, aber ich denke, die Gilde ist auf Kurs, möchte ich sagen. F24 mache ich mal als letztes. Gehen wir erstmal auf EU1. Auch hier bin ich ja charttechnisch, sage ich mal. Ne? Also es bedeutet charttechnisch, ich spiele die Charts. Das schaffe ich nicht zeitlich. Also ich muss hier die Zeitmaschine mitnehmen. Das ist auch vollkommen okay. Wir schauen, dass wir zweimal in der Gilde vielleicht mal ein Raid oder so machen, dass wir hier den Schaden mitnehmen und so. Das ist ja meine eigene Gilde. Mittlerweile haben wir hier auch ein paar Leute drin, wo die alle hergekommen sind. Keine Ahnung. Also über den Gildenfeind, da bin ich ja sozusagen, also den Gildenfeind habe ich ja genutzt. Wir haben natürlich noch hier jetzt Vacancies frei, anscheinend. Aber da sind jetzt doch Spieler reingekommen, tatsächlich. Ja, und im Elevator sieht schon lustig aus. Also es ist nicht viel zu erwarten. Ne? Also Gorgos spielt ganz entspannt auf Free-to-Play. Taube ging ja noch hoch. Ich bin ein bisschen weiter als, glaube ich, im letzten Elevator. Gehen wir mal goldene Schokolade, gehen wir mit rein. Aber hier ist ja, ach Mist, ich habe die goldene Schokolade überblättert. Das Ziel ist ja einfach orangenen Stein. Ne? Also die Reward-Stufe auf diesem Server erreichen, um einen orangenen Stein zu erhalten. Das ist so ein bisschen das Ziel und dafür arbeiten wir hier. Also ich. Und klar, ich will da gar nicht drum rumreden, das würde ich nicht machen, wenn ich nicht das Sponsoring hätte. Ne? Ihr kennt ja, also im Shakes and Fidget Discord sind ja öffentlich die Tiersets. Ne? Also ich bin das kleinste Partnertier, kriege also jetzt nicht unbegrenzt Pilze und alles, aber diese Pilze-Daily-Unterstützung, sage ich mal,
die sind halt für so ein Projekt sehr hilfreich. Ja. Ich gebe halt die Zeit, wo ich spiele, dann schon ein paar mehr Pilze aus. Ne, hin und wieder habe ich ja auch immer aufgeladen, ne, wenn es notwendig war. Das ist jetzt auf dem Server jetzt halt so zwingenderweise nicht mehr notwendig. Und das ist natürlich, für Content ist es gut. Ja, aber ich prall jetzt auch damit nicht. Ne? Aber ich finde es halt schön zu sehen, okay, wir sind jetzt hier halt bei 56.300 Held-Token Points. Das ist natürlich jetzt, ja, ne? Jetzt sind wir hier bei Unterholzhausen. Also wir sind Reward-Stufe 15 bis Reward-Stufe 16 gibt es einen orangen Edelstein, Rang 79. Also da möchte ich halt bleiben. Ja, ob wir jetzt über Holzhausen sind oder unter Holzhausen, weiß ich nicht. Im Moment haben wir aber hier schon einen große Gap eigentlich. Also es ist schwer davon auszugehen, dass wir das nicht erreichen. Zumal, wenn ich halt Daily auch weiterspiele. Es sind ja einige Held-Tokens. Aber nichtsdestotrotz ist das Ziel für mich auf diesem Server. Und nach dem Elevator, ja, da wird ja nicht viel passieren auf der Gilde. Das kann ich schon mal sagen. Also das ist trotzdem nice, dass es halt funktioniert. Ja, ich kann hier natürlich mal schauen. Daily habe ich gestern auch nicht abgeholt. Das reicht, glaube ich, noch nicht für ein Level-Up, oder? Doch, reicht sogar für ein Level-Up. Geil. Ach, hier kann ich auch einiges abholen. Das machen wir mal. Also es ist sogar über das Event freigeschalten worden. Gehen wir mal auf EU5 hinein. In den Elevator. Hier sieht es, wie ihr sehen könnt, schon ein bisschen anders aus. Hier ist ein bisschen mehr los. Ich bin ja bei der Gilde 508 Crew. Stehe jetzt hier gerade auch an der Spitze. Liegt natürlich auch hier teilweise an meinem Level. Also es gibt 1, 2 Spieler, die sind höher, glaube ich, im Level. Die spielen das aber Free-to-Play. Weitestgehend oder halt inaktiv, also oder nicht so aktiv. Dementsprechend kann ich mich hier vorarbeiten. Das ist hier die gleiche Situation wie auf EU1, dass ich im Prinzip meinen Daily Support von Playa dafür nutzen kann, um halt hier zum Beispiel im Elevator dann gut reinzupilzen. Ja. Und das macht mir ja auch Spaß und das unterstützt vor allen Dingen die Gilde hier. Ja. Also ich bin ja auch dann einer Gilde beigetreten, einfach wo ich denke, die können da ein bisschen Support gebrauchen und ja, das ist jetzt nicht der Flex, dass ich jetzt hier unbedingt auf der 1 bin. Freut mich natürlich, wenn ich das auch irgendwo schaffe, ganz klar. Aber darum ging es jetzt eigentlich nicht, sondern ja, dass ich ein Team habe, die mich halt jetzt nicht gleich kicken, weil ich 1, 2 Tage vielleicht nicht so aktiv bin, nicht an den Gildenfights teilnehme, was natürlich auch nicht so gut ist. Also ich probiere schon da auch mitzumachen, aber da gucke ich jetzt nicht, dass ich täglich 3-mal reinschaue. Das geht halt nicht, das kriege ich ja nicht hin und wenn ich dann einen Gildenfight verpasse, dann werde ich halt nicht gekickt. Ne? Ist klar, wenn man bei Gilden spielt, die noch weiter oben stehen vom Standing her, ne, dann geht das halt nicht. Ne? Dann müssen die einen aussortieren und das ist auch vollkommen im Rahmen. Also ich will jetzt bloß, dass ich schaue, dass ich hier so ein bisschen das so mitnehme, grob was geht. Ja. Ist natürlich auf dem Server so, dass ich da einen sehr großen Bezug habe. Order 66 im Moment steht auf Rang 4, was mich freut, weil die ja vom Ranking her sind auch wieder auf der 4 im Moment, also sogar auf dem Rang 5 abgestiegen sind. Und ich meine, ich war lange Zeit bei der Order 66, die war, die hat auf Kurs gespielt, sage ich mal, Top 2. Dann gegen die Tavernenflotte speziell, dann sind da viele Dinge passiert. Capso war zum Beispiel ja auch in der Gilde mit dabei, da hatten wir uns auch letztens drüber nochmal unterhalten, dass es halt, ja, man hat so ein paar, es war halt unglücklich auf dem Server. Es wurden Entscheidungen getroffen, die ich unterstützt habe, die aber letztendlich dazu geführt haben, dass die Gilde ins Hintertreffen so ein bisschen geraten ist. Deshalb freut es mich schon, dass die wieder auf Rang 4 unterwegs sind. Wir sehen, dass wir hier die sind bei 1,6 Millionen Held-Tokens, also ich weiß gar nicht, wie viel habe ich. 42.000, wenn mal 50. Also wahrscheinlich würde ich mit meinen Held-Tokens dort, könnte ich die auch supporten im Moment mit diesem Ergebnis, dass ich da nicht letzter wäre, aber wie gesagt, die Grundaktivität reicht halt nicht. Die Heldenschmiede auf Rang 6, da war ich ja zwischendurch auch, da bin ich aussortiert worden. Eben aufgrund dieser Aktivitäten auch, die rein von den Held-Token wäre vielleicht, hätte ich die schon besser supporten können, als sie sich vielleicht angenommen haben, aber ist halt mir auch recht, wenn da 50 aktive Spieler dann dabei sind. Ich meine, die sind jetzt hier auf Rang 8 groß, ne? Wir sind auf Rang 13, das ist halt nochmal der Unterschied. Und da hat dann auch Stahleier oder eben die Gilde die Entscheidung getroffen und das ist auch vollkommen legitim. Der Elevator
ist halt für mich immer eine Chance, wo ich eben ein bisschen über meinem Standard spielen kann, über meinen Aktivitätsstandard, sage ich mal. Und jetzt machen wir das eben hier für die 508 Crew und sind ja auch auf Rang 13. Eigentlich so weitestgehend, ja, auch entsprechend der Rangplatzierung, ne, kann man so sagen. Also das passt. Machen wir mal einen kleinen Abstecher noch auf den Main-Char. Main-Char, habe ich ja gesagt, wäre eigentlich die Wahrscheinlichkeit, ein Profilbild zu gewinnen, am größten. Aber Stand jetzt muss man diese Erwartung ein bisschen zurückhalten. Ja, ich mache ein paar Angriffe. Ich gehe jetzt hier nicht voll rein. Muss hier hin und wieder dann auch die Waffe wechseln. Ja, nehmen wir die nochmal mit hier. Ich komme relativ smooth durch. Ich hoffe nicht, dass ich hier was in der Zeit... Fuck, hier habe ich auch was in der Zeitmaschine drin. Das habe ich dann tatsächlich vergessen. Das wollte ich ja eigentlich nicht. Also, upsi. Ihr habt es jetzt live gesehen. Es waren jetzt nicht komplett 300 Alu, aber das war das, ja. Das ist halt, man fängt an, Alu zu spielen, frühs noch, um das fertig zu haben, macht es nicht weiter und dann denkt man am Abend, man hätte ja alles gespielt schon. Ja, das ist so wieder so ein False-Friend-Fehler gewesen von mir. Aber wie gesagt, im Elevator sieht die Situation jetzt auch nicht so stark aus. Individuell bin ich gut unterwegs. Ich müsste es mit meinem letzten Elevator-Ergebnissen auf dem Main vergleichen, wie ich da stehe oder damals stand. Bin aber vom Ranking her eben gut dabei. Trotz der Gildenfusion, die stattgefunden hatte, beziehungsweise trotz der Fusionssituation überhaupt auf dem Server. Gut, das war beim letzten Mal auch schon so. Hat sich jetzt gar nicht mehr so viel geändert. Wir sind aber derzeit auch nur Rang 5. Und das, obwohl wir in der Ehrenhalle eigentlich im Top-3-Bereich stehen. Und das ist ein bisschen bitter. Also das liegt nicht jetzt an den Spielern hier oben vor allen Dingen, ne, ist ganz klar. Man muss ja davon ausgehen, jeder, der jetzt über 100.000 Held-Token hätte, bei 50 Leuten sind wir bei 5 Millionen. Ja, das wäre eine sehr gute Leistung. Crit Happens geht in die Richtung, da wäre man Erster. Es ist natürlich alles pilzintensiv, das kann man so jetzt nicht erwarten. Auch nicht jeder Char schafft das. Trotzdem haben wir halt wirklich eine Menge Chars, die halt hier so ein bisschen abfallen, ja, kann man so sagen. Also ich kenne jetzt die Umstände nicht. Ich weiß jetzt auch nicht, ob das jetzt Free-to-Play wirklich, also wenn man jetzt gar keinen Pilz investiert, das halt ist, was maximal geht. Ich kann es nicht einschätzen, weil ich das ja so nicht spiele. Also Rapp hat zum Beispiel geschrieben, dass er eben keine Chance hat, finanziell jetzt irgendwas zu machen. Da scheint er aber nicht inaktiv zu sein. Also vielleicht ist es so, dass Free-to-Play im Moment die Geschichte ist oder so ein guter Standard ist, sagen wir es mal. Jetzt nicht das bestmögliche Free-to-Play-Ergebnis, aber vielleicht so ein Standardergebnis. Und wenn da natürlich sehr viele dabei sind, dann fehlen die Held-Tokens. Also die werden zwar noch ein bisschen höher kommen von den Etagen her über die Zeit, aber dafür, wenn man jetzt bedenkt, welche Level die haben, wie hoch die stehen könnten mit ihren Chars, sieht man dann halt den Unterschied, wenn in anderen Gilden da eben mehr finanzielle Kräfte gelten. Also man muss auch tatsächlich sagen, Kampf um Platz 2 bis 4 ist relativ ausgeglichen. Also es ist jetzt nicht so, dass die sich übelst krass abheben voneinander. Hätte man noch Potenzial reinzustürzen. Ich würde mich eigentlich freuen, wenn es klappt, weil ich schon gerne irgendwie ein Profilbild hätte. Aber ja, ich werde natürlich jetzt nicht deshalb die Gilde verlassen, das ist ganz klar. Aber ja, die Daumen kann man ja drücken. Ja, da gehen wir mal zum Schluss auf F24 jetzt rein. Nicht, weil jetzt unsere Gilde natürlich so mega krass fett performt. Also schlecht unterwegs ist sie jetzt nicht. Aber es geht hier ja vor allen Dingen um die allgemeinen Server oder beziehungsweise die allgemeine Dynamik. Und wir werden auch gleich im direkten Vergleich feststellen, dass zum Beispiel dieser Server deutlich besser unterwegs ist als eben zum Beispiel der F23, ja, wo mein Main-Char dabei ist. Ne? Also wenn wir nochmal zum Vergleich nehmen, Stand jetzt 4,3 Millionen Crit Happens, 3,5 Millionen Phoenix, 3,41 Order of Hell. Das sind jetzt im Moment die Top 3 Gilden. Wir können auch nochmal eins gucken, was auch ein guter Indikator manchmal sein kann, ist so die Reward-Stufen.
Also Reward Stufe 16 mit dem Legistein geht bis Rang 99. So, dann gehen wir nochmal auf F24 schauen. Dann gucken wir uns das gleich mal an. Oblivion hier 4,5 Millionen, Good Happens 4 Millionen, Metropolis 3,8 Millionen. Also die Top 3 bzw. Top 4 Gilden performen besser hier jetzt schon als auf F23, obwohl die ja deutlich jünger sind. Und das liegt natürlich vor allen Dingen an der Ursprungsstärke auch von W50, als auch natürlich den vereinzelt stärkeren Charakteren der anderen Server, die miteinander fusioniert sind. Und da hat man auch das Gefühl, dass zumindest in dem Bereich auch die Zahlkraft ein bisschen stärker ist. Ja, deshalb ist F24 dahingehend auf jeden Fall ein stärkerer Server. Ich habe jetzt keinen Vergleich zu F25, wie es dort aussieht. Aber ja, bin hier eben bei Prophecy. Die waren ja Top 30 auf W50, beziehungsweise auch Top 30 im Moment auf F24 auf dem Fusionsserver geblieben. Oder Prophecy war Top 10 auf W50 und jetzt Top 30. Ich glaube, sowas richtig gewesen. Vom Gilden-Ranking her mit den Hell-Tokens, die wir jetzt haben, sieht es dort ja auch ähnlich aus. Also da gehen wir in den ähnlichen Bereich rein und kämpfen unter anderem mit und die Crew um die Platzierungen und bin selber eben hier ordentlich dabei. Also für mein Level, vor allem für meine Stärke, so viel mehr geht halt nicht. Ich denke, das kann zum Ende des Elevators dann so sein, dass ich dann auch weiter unten stehe. Wobei ich fleißig Schokolade mitnehme, die Unterschiede sind auch ein bisschen ersichtlich in den Hell-Tokens. Trotzdem, wenn die Charts dann noch ein bisschen höher spielen, auch ähnlich vielleicht wie auf F23. Also hier sieht man auch, dass die Spieler auf viele zwischen 140 bis 160 Etagen haben. Stand jetzt, das ist vielleicht dann Free-to-Play tatsächlich einfach so, dass das Ergebnis ist. Die werden perspektivisch halt noch höher kommen. Ich komme jetzt nicht mehr so viel höher. Also ich könnte schon noch ein bisschen vielleicht schaffen, muss halt auch mal meine 23 Millionen Gold loskriegen. Aber ja, also der Elevator ist natürlich dahingehend auch Pay-to-Win technisch abhängig. Aber vom Ranking der Gilden sieht man auf jeden Fall sehr viele Gilden von B50. Oblivion scheint die Nummer 1 zu sein in allen Bereichen. Good Happens hält die Waage als Direktgilde, die von W50 übernommen wurde. Metropolis als Fusionsgilde, eben Top 3 und Dead Valley, auch ursprünglich W50, aber auch von anderen Servern vielleicht noch zusammen. Das ist schon ein ganz schöner Abstand. Ja, die Holzfällerhütte, die hat ähnliche Probleme geschildert von Dorsa, ja. Also die sind unter ihren Erwartungen von der Punktzahl, sind aber von der Platzierung her eigentlich auch dort, wo sie hingehören, immerhin nicht. Oder es ist vielleicht schon ein bisschen besser mit den Punkten geworden, ich weiß nicht. Müsste ich mir bei Dorsa mal in einem Video nochmal anschauen. Er wird ja auch darüber sprechen. Wir haben aber Rising Star und Exil zum Beispiel, die auch in der Top 10 vertreten sind als W50 Gilden. Das ist auf jeden Fall sehr nice. Right World gehört ja auch noch dazu, wenn man so will. Also das W50-Phänomen setzt sich auf F24 auf jeden Fall durch. Auch im Elevator. Das muss man so sagen. Grüße an Neo an der Stelle. Und ja, dann war es das erstmal mit dem Video. Morgen kriegt ihr nochmal von EU18 eine kleine Perspektive. Da war jetzt der Elevator halt nicht dabei. Ja, weil ich den dann in dem EU18-Part reinbringe. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Haut rein, macht Tschüss. Servus. Euer Basti.